Du willst bessere Videos schneiden? In diesem Video zeige ich dir die wichtigsten Techniken im Videoschnitt, unabhängig vom Schnittprogramm, für Anfänger und Fortgeschrittene. Viel Spaß! Der letzte Schritt ist der Schnitt. Zumindest bei Film und Video. Egal ob szenischer Film oder Dokumentation, egal ob Kurzfilm oder Imagefilm. Dabei ist das Schneiden von Videos eigentlich paradox. Einerseits soll es abwechslungsreich und schnell sein, andererseits soll der einzelne Schnitt möglichst nicht wahrgenommen werden. Welche Techniken und Arten von Schnitten es dafür gibt, zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer von MindNapped. Wir produzieren Filme für Unternehmen und auf diesem Kanal findest du regelmäßig Informationen, Inspirationen und Ideen für dein Videomarketing. Wenn dir das Video gefällt, lass uns also gerne ein Like und ein Abo da. Videos schneiden ist mehr als einen Clip auf die gewünschte Länge zu kürzen. Mit der Auswahl und Aneinanderreihung verschiedener Clips erzählst du eine Geschichte. Du nimmst dein Publikum mit auf eine Reise, in der du die Richtung bestimmst. Aber dein Film ist nicht der erste Film, den dein Publikum sehen wird. Wir alle sind mit Filmen aufgewachsen und verbinden mit bestimmten Schnitten bestimmte Dinge. Diese Erwartungen zu kennen und bewusst einzusetzen, ist ein wichtiger Schritt zu bewussten Schnittentscheidungen. Der einfachste Schnitt ist der harte Schnitt. 2 Aufnahmen mit Bild und Ton werden ohne Effekte nacheinander gezeigt. So entsteht Dynamik und Abwechslung in Filmen. Gleichzeitig möchtest du aber vermeiden, dass die Schnitte von deiner Geschichte ablenken. Und da wird es spannend. Damit harte Schnitte nämlich nicht zu einem Gefühl von Springen führen, solltest du darauf achten, dass Einstellungen der gleichen Szene sich stark genug, aber nicht zu stark unterscheiden. Als Faustformel kannst du dir merken, dass du mindestens eine, aber nicht mehr als 2 Einstellungsgrößen näher oder weiter weg schneiden solltest. Also zum Beispiel von totaler zu halbnaher Einstellung, aber nicht von halbnah zu Detail. Welche Einstellungsgrößen es noch gibt und wie sie definiert sind, zeige ich dir im hier verlinkten Video. Im Rest dieses Videos zeige ich dir fast nur noch Techniken, wie du Schnitte möglichst unauffällig gestaltest, aber nur fast. Als J-Cut oder L-Cut bezeichnet man Schnitte, bei denen der Ton vor oder nach dem Bild geschnitten werden. Die Tonspur beginnt also schon unter dem alten Bild oder ragt über das neue Bild hinaus. Mit etwas Fantasie sieht das Ganze in der Timeline dann aus wie ein J oder ein L, daher der Name. JL-Cuts sind häufig in Spielfilmen, aber auch in Imagefilmen und Co. anzutreffen. Sie helfen dabei, Szenen, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben, miteinander zu verbinden. Hier ein Beispiel mit 2 Clips, hart geschnitten. Trinkst du denn lieber Filterkaffee oder Espresso? Ja, also grundsätzlich natürlich lieber Filterkaffee, aber Montagmorgens darf es auch mal ein Espresso sein. Jetzt nochmal das Ganze als L-Cut. Trinkst du denn lieber Filterkaffee oder Espresso? Ja, also grundsätzlich natürlich lieber Filterkaffee, aber Montagmorgens darf es auch mal ein Espresso sein. Und hier die Szenen als J-Cut. Trinkst du denn lieber Filterkaffee oder Espresso? Ja, also grundsätzlich natürlich lieber Filterkaffee, aber Montagmorgens darf es auch mal ein Espresso sein. Sehr häufig werden JL-Cuts in Dialogszenen angesetzt. Damit sie gut funktionieren, solltest du darauf achten, dass du eine gute Tonqualität hast. Wie gesagt, Schnitte wollen nicht wahrgenommen werden. Schließlich willst du ja nicht von deiner Geschichte ablenken. Die schwierigste, aber auch interessanteste Art, das zu erreichen, ist der Match-Cut. Das Prinzip dahinter, mindestens ein wichtiger Aspekt der 2 Bilder, die du schneiden willst, matcht. Ähnelt sich also so stark, dass dein Publikum die Änderungen wiederum kaum noch wahrnimmt. Bilder können sich in der Bildgestaltung, Formen, Farben, Bewegung eines Objektes im Bild oder einer Kamerabewegung ähneln. Transition-Videos auf TikTok und Instagram spielen mit diesem Effekt. Das genaue Gegenteil dazu sind Jump Cuts. Hier schneidest du bewusst Teile des Videos heraus, was zu einem Springen des Schnitts führt, daher der Name. In Filmen wird so das Vergehen von Zeit gezeigt. Wenn du Jump Cuts bewusst einsetzen willst, setze mindestens 3 bis 4 Schnitte relativ kurz hintereinander, ohne die Einstellungsgröße zu verändern.
Aber Vorsicht! Schlecht gemachte Jump-Cuts wirken unprofessionell und wie Fehler. Ein besonderer Fall ist gesprochener Text. Viele YouTuber verwenden sichtbare Schnitte, so wie ich jetzt hier gerade, wenn sie etwas erzählen und geben ihren Videos so eine besondere Dynamik, schneiden Fehler und Atmer raus, nehmen aber auch in Kauf, dass das Video hektisch wirken kann. In einem Interview zum Beispiel würde sich das aber seltsam anfühlen. Was man tun kann? Schnittbilder oder englisch B-Roll helfen dir genau dabei. Ganz allgemein sind Schnittbilder Aufnahmen, die etwas anderes zeigen als die gerade sprechende Person. Zum Beispiel eine Nahaufnahme der Hände, die Augen der redenden Person oder etwas ganz anderes. Das Ziel ist erstens, das Gesagte zu illustrieren und zweitens, Schnitte zu verstecken. In Interviews kommt es häufig vor, dass du Passagen weglässt oder die Reihenfolge veränderst, um schneller zum Punkt zu kommen oder die Dramaturgie deiner Geschichte zu verändern. Ich spiele schon seit Jahren leidenschaftlich Schach. Und auch wenn ich nicht der Beste bin, habe ich doch einige Techniken entwickelt, die mir helfen, einen Vorteil im Spiel zu bekommen. Besonders am Schach gefällt mir, dass jede einzelne Figur wichtig ist und jeder einzelne Zug über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Wenn du an diesen Stellen auf der Bildspur ein Schnittbild einsetzt, während der geschnittene Ton weiterläuft, vermeidest du Irritationen bei den Zuschauern. Zuschauende verbinden nämlich Bild und Ton miteinander. Fehler fallen sofort auf. Wenn die Informationen nämlich nicht zueinander passen, kann das falsch oder unabsichtlich lustig wirken. Im Fernsehen nennt man das eine Text-Bild-Schere und die gilt es zu vermeiden. Das waren sie also, die wichtigsten Schnitttechniken für den Einstieg. Dabei gäbe es noch so viel mehr über das Videoschneiden zu erzählen. Dialogschnitt, Action-Szenen, Schnitt auf Musik, Transitions, Timing und. Welches Thema würde dich interessieren? Welche Erfahrungen hast du mit Schnitt gemacht? Wo siehst du die größten Herausforderungen? Schreib's mir in die Kommentare. Übrigens, was du überhaupt schneiden kannst, hängt natürlich mit dem zusammen, was du gedreht hast. Wie du einfach zu besseren Videoaufnahmen kommst, zeige ich dir im hier verlinkten Video. Wenn dir dieses Thema gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video von MindNapped mit Videos mehr erreichen.